Stellt euch vor, der Rainer wäre nicht mehr fett. Kein Altschauer Berg 8 mehr. Und ganz bestimmt kein Met. Stellt euch vor, der Rainer lebe nur für sich. Lü, 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 lü. Stellt euch vor, fährt Blut. Wär für immer frei. Nicht in den Händen des Sodomisten. Die Sklaverei vorbei. Oh. Stellt euch vor, der Rainer würde nie mehr streamen. Lü, 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 lü. Ihr mögt sagen, dass er fett ist. Und dabei habt ihr verdammt recht. Doch man darf doch einmal hoffen, dass sich alles einmal bessern wird. Stellt euch vor, der Rainer läuft Radl noch. In den letzten Tagen habe ich überhaupt keine Zeit gehabt. Zu Anfang der Woche ist es immer ultra schwer für mich. Ich schaue, dass ich da morgen wieder was mache. Ich verstehe dich nicht. Dann sperr die Ohren auf und zieh die Dildos aus dem Ohr. Hallo? Wann geht endlich dein Zeller-Let's Play weiter? Wenn ich dir einen riesen Dildo in den Arsch geschoben habe. Also vermutlich nach. Brauchst du noch Unterstützung wegen deinem Laptop? Also ich könnte dir auch beim Formatieren helfen, falls du da Probleme hast. Oder jetzt bin ich ja wieder da und könnte dir auch Räuberleiter oder sowas machen, wieder da. wenn du aufs Also Fahrrad aufsteigen möchtest. Du machst wieder aktiv Videos, ja. Ich meine, wenn ich so eine Hackfresse hätte wie du, ich habe die Bilder gesehen, dann würde ich du hast ja auch meine Frau gesehen, habe ich letztens gehört. Du hast irgendwie gemeint, die hätte die Krätze oder sowas. Also finde ich ziemlich unverschämt von dir. Du hast überhaupt keine Frau. Was laberst du also für eine Scheiße? Ja, das hast du gesagt. Das ging jetzt auch gerade nicht. Ich habe mit Sicherheit nicht, das habe ich irgendjemandem geschrieben, aber sicher nicht dir gesagt. Und öffentlich schon gleich gar nicht. Du hast nicht, glaube ich, die geringste Vorstellung, was ich allein im letzten Monat für Aufrufe und für Klicks und alles generiert habe. Und also was ich momentan an Abonnentenzuwachs im Monat habe. Also würde ich mal sagen, leg den Löffel weg, wenn ich rede. Ja, fressen kannst du, wenn du nicht im Stream bist. Okay. Und dann guten Bekannten, der unbedingt deine Zeller-Let's Play sehen möchte, und da würde ich dir echt auch helfen dann mit deinem Rechner. Vielleicht, keine Ahnung. Natürlich, weil ich es nötig habe, auch auf jemanden. Natürlich, weil ich meinen Rechner nicht formatieren kann. Ja, du hast es angekündigt, aber du hast es halt nicht gemacht. Ich habe gesagt, dass ich es machen will. Aber formatieren ist also war das eine Ankündigung oder eine Lüge? Es war überhaupt keine Lüge. Was ich ankündige, ich habe es nicht angekündigt, sondern ich habe gesagt, dass ich es machen will. Und im Moment bin ich weder in der Zeit noch in der Möglichkeit, es zu machen, weil ich einfach momentan von A und B... Ja, im Gegensatz zu dir hocke ich nicht den ganzen Tag auf irgendwelchen TS, auf irgendwelchen Dingern rum, wo ich campe und hoffe, dass irgendwas auftaucht, um ihn zu verarschen. Wo sitzt du denn sonst rum? Also auf deinem Rad? Ja, nicht. Ich sitze gerade hier zum Beispiel und habe jetzt den ganzen Tag geschnitten, gerendert und formatiert und alles Stunden. Dass du das nicht nachvollziehen kannst bei diesen billigen gemalten Videos, also die nach einer halben Stunde gerendert sind. Und ich verdiene ja mein Geld mit YouTube. Und vom Rendern wird man halt nicht reich, Drache. Du musst quasi das Zeug auch hochladen, Rendern wirst du überhaupt Geld verdienen kannst. Wer sagt, okay, dann sag mir doch mal, wer sagt, dass ich reich werden will? Wer hat gesagt, dass ich reich werden will, du Loser? Also, ich habe noch nie gesagt, persönlich möchte reich werden. Ich möchte irgendwann in einem von deinen Worldbooks chillen und da mich von YouTuber... Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du hältst die Schnauze, wenn ich rede, okay, und ich lass dich ausreden, okay, oder du fliegst raus. Haben will. Ich sagte, ich will mit der Kohle meine Frau bestechen. Für meine Frau sorgen können. Und das ist das, was du nicht begreifst. Du musst natürlich eine Frau bestechen dafür, dass du eine Frau hast, die dir auch noch vorgibt, dass sie dich hat und so weiter. Ne? Ich sag nur mal Lina, aka
Jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie hat sie geheißen? Claire, ja? Wieso, Diese wieso muss ich? Dann hast du halt mal gemeint, dass du dein Auto anmelden willst oder dass du halt umziehen möchtest oder dir ein Fahrrad kaufen Ja, oder und eine jetzt sind so die Sachen, das mit dem Fahrrad ist jetzt zum Beispiel mal außen vor, weil das habe ich von Anfang an gesagt, dass ich momentan mit meinem Fahrrad das Problem habe wegen meinem Gewicht, weil ich nicht weiß, ob ich ob ich da ein Fahrrad herkriege, was mich hält. Das nächste ist mit dem Auto, das nächste ist mit dem Auto und du brauchst 3 Räder, du bist zu klein dafür für Fahrräder, das ist schon klar. Das nächste ist dann mit dem Auto und so weiter. Und mit dem Auto ist einfach die Sache, wenn ich die Kohle habe. Ich habe immer gesagt, wenn ich die Kohle habe, die habe ich einfach nicht. Ich bin davon ausgegangen, in dem Monat habe ich es, den Monat habe ich es, den Monat habe ich es, dann kam immer wieder was anderes dazwischen. Man muss ja was auch kam denn dazwischen? Zahlt dir YouTube das Geld nicht aus, oder wie? Arbeitslose wie du ist mir schon klar, dass die für Sachen wie zum Beispiel Haus, Wohnung und so weiter nicht zahlen müssen und so weiter. Dass du arbeitslos bist, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, falls du das jetzt vorhast. Das haben wir festgestellt. Ich streame irgendwann random in der Woche früh um 8 bis 10, 11, 12 und ich muss echt sagen, also wenn du wirklich von YouTube oder Juna dein Geld nicht bekommst, dann würde ich mich mal beschweren. Und du bist also, am Tag da. Ich bekomme das eigentlich immer pünktlich. Dann würde ich dir empfehlen, dass du endlich mal den Anbieter wechselst. Und jetzt habe ich die Schnauze voll durch. Ich habe dir gesagt, du sollst mir nicht reinreden. So. Lass mal RBS ausreden. Nö, sehe ich gar nicht ein. Warum soll ich einen Loser ausreden lassen, der mich den ganzen Tag nur fertig machen will und verarschen will? Wobei ich mittlerweile immer mehr zu der Meinung, dass ich mich gar nicht unbedingt mehr als YouTuber bezeichnen möchte, mich eigentlich mehr als Unterhaltungskunst oder als Unterhalter bezeichnen, als Videomacher, Streamer, wie auch immer, weil ich muss sagen, diese Sache, dieser Trend, YouTuber zu sein, also sich auch so zu bezeichnen, finde ich, wird langsam aber sicher immer banaler, speziell wenn man dann an Sachen denkt wie Regenbogenschaf nennt sich auch ein YouTuber und bei mir ist wirklich so, es gibt glaube ich keinen YouTuber, der in meiner Größenordnung ist, der mit dieser Abozahl unterwegs ist, der wirklich auch sagt, ich kann davon so halbwegs leben, was halt wirklich letzten Endes wirklich nur daran liegt, dass halt wirklich so viele Hater, solche vielen, um nicht zu sagen, Arschlöcher, bei mir zuschauen. Also letztlich liegt es wirklich daran. Es sind ja ich sage auch mal, im deutschen Bereich, es gibt eigentlich Gronkh vielleicht mal außen vor genommen. Es gibt wirklich eigentlich keinen deutschen YouTuber, der nur von den YouTube-Einnahmen leben kann. Und ich würde so fast sagen, sogar selbst ein Gronkh kann das fast nicht. Da muss man mindestens 100, vielleicht sogar 120, 115, was? Quatsch. Da muss man wirklich 10 bis vielleicht 15 Millionen Abonnenten wirklich auch haben. Wirklich aus meiner eigenen Erfahrung, was ich mit YouTube verdiene, nur mit YouTube, sage ich euch ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass man das so einfach kann, weil ja, es ist ein bisschen Kohle, aber ihr vergesst auch immer, dass man wirklich auch dazu rechnen muss, man muss Steuern zahlen, man muss Abgaben zahlen, dann muss man ist privat versichert, weil wenn ihr ein Unternehmen habt und wenn ihr YouTube Vollzeit macht, dann habt ihr ein Gewerbe in dem Sinne und dann müsst ihr euch auch privat versichern, was unglaublich teuer ist. Regenbogenschaf ist für mich gestorben, einfach schlicht und ergreifend passt. Deswegen habe ich ihn auch kurz reingenommen, habe auch kurz mit ihm geredet. Wo Unge übrigens definitiv selbst auch sagt, das habe ich übrigens auch unter anderem von ihm aufgeschnappt und habe das dann auch so drüber nachgedacht und deswegen vertrete ich die Meinung jetzt mittlerweile auch, mit kein YouTuber sein oder ich will mich nicht YouTuber nennen, weil er hat es eben auch mal angesprochen. Ich habe dann zu schreiben zu können, die Fähigkeit zu schreiben, zu entwickeln oder in der Schule zu lernen, das ist nicht irgendwie etwas Normales, Leute, das ist ein Privileg, das ist etwas, was wir alle froh sein sollten zu können. Dass wir die Möglichkeit haben, in die Schule zu gehen, dass wir die Möglichkeit haben, es zu lernen. Und wenn jemand das super kann, aber das absichtlich falsch macht, für so jemanden habe ich keinen Respekt, weil ich finde sowas einfach nur abartig. Und weil ich überhaupt nicht vorhabe, meine Küche zu renovieren. Ich habe da ein paar kleine Arbeiten zu machen, die ich immer noch nicht gemacht habe, aber renovieren habe ich die Küche nie gewollt, das habe ich auch nie gesagt. Im Moment bin ich daran, ich habe auch schon einen kleinen Vlog heute angefangen, ich will jetzt mein Arbeitszimmer nach unten verlegen. Oder woanders hin verlegen. Die Sache mit dem Umzug ist einfach schlicht und ergreifend die, dass ich momentan halt einfach überlege, ob ich umziehe oder nicht. Hast du nicht gesagt, du hast was in Aussicht? Ja, also eine Wohnung? Angefangen, das hat die Frage, ob ich umziehe oder nicht, stellt sich gar nicht. Die Sache ist, ich werde umziehen. Die Sache ist momentan bloß wirklich wann. Weil momentan hatte zwar eigentlich schon jemanden mit dem Kauf und so weiter und so fort, das ist alles hin und her gegangen, aber das ist trotzdem nicht ganz so einfach. Sowas dauert wirklich seine Zeit. Und ich bin halt einfach von einer Schätzung ausgegangen, dann haben mich die Leute hängen lassen, dann hat sich wieder hinausgeschoben. Ich möchte auch darüber gar nicht so groß reden. Ja, ich werde umziehen. Wann? Kann ich nicht sagen. Ich will eigentlich dieses Jahr auf jeden Fall noch umziehen. Ob sich das lohnt, das Zeug nach unten zu verlagern? Nein, natürlich nicht.
Aber ich möchte es einfach machen, weil ich da einfach mehr Platz und alles habe und auch für zukünftige Videos, solange ich noch in dem Haus hier wohne, habe ich auch für zukünftige Videos einfach bessere Möglichkeiten zu drehen oder Sachen zu machen. Von da man kann sich immer verbessern. Selbst ein Gronk, ein Iblali, LeFloid, die können sich alle noch verbessern und wir können uns alle verbessern. Ich bin vielleicht noch ein bisschen schlechter für meine 5 Jahre, in denen ich das jetzt mache, aber ja. Und ich möchte eigentlich quasi versuchen, Drachenlord als Kunstfigur, aber ich will versuchen, diese Gestalt wieder auferstehen zu lassen. Und zwar, das verstehen wahrscheinlich nur die Metaler, truer als er jemals war, quasi. Also, was ich noch sagen will, auf jeden Fall eine verdammt geile Wand. Die Wand, ja, da hängen meine Gitarren. Oh. Ja, genau. Ich überlege mir auch immer, meine an die Wand zu hängen, vor allem meinen Bass und so weiter, aber zum einen habe ich hier eine Dachschräge und zum anderen denke ich mir immer, oh, wenn die runterfällt, oh, mein Bass, nein! Das wird vermutlich Regenbogenscharfi sein, das Schäfchen, weil es ist wieder ein perfektes Bild dafür. Hallo, Walter? Ja, bitte? Ich krieg dich im Arsch! Oder auch nicht. Zweiteilt. Wie viele Organe hat man dann? Lex gerade oder versuchen aufzunehmen. Das regt mich ein bisschen auf momentan. Also ich habe wirklich 2,5 Stunden verloren. Das heißt, den Rest vom Wassertempel habt ihr dann nicht mehr gesehen. Ein bisschen ärgerlich. Na gut. Das andere kann ich vielleicht leicht rekonstruieren.